Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, beim letzten Video ist für die Osterkarte ist ein Wunsch an mich herangetragen worden, ob ich nicht auch mal eine Osterkarte mit einem christlichen Motiv machen könnte. Und ja, dem Wunsch komme ich gerne nach, und zwar mache ich heute gleich zwei, und zwar beide mit einem Kreuz als Mittelpunkt. Und aber beide auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, für die erste habe ich mir hier erstmal tatsächlich auch mal selber geschrieben, den Spruch drunter gemacht. Wer eine schöne Schreibschrift hat, der kriegt das bestimmt hin, ansonsten in Druckbuchstaben, ne? Oder sich etwas ausdrucken aus dem Internet, eine Schriftart, und versuchen, die nachzumachen. Ja, dann setze ich mir hier die groben Punkte von einem Kreuz, und hier mache ich schon einen großen Fehler. Ich male nämlich mit dem Bleistift zu dick. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wirklich hauchdünn macht, weil dieser Strich wird nachher wegradiert und man soll die Umrandung eigentlich gar nicht sehen. Von daher habe ich das da schon ein bisschen dick gemacht und muss richtig ordentlich dran rumradieren, um es wieder wegzubekommen. So, ne, man soll die dann, wenn man malt, möglichst fast gar nicht sehen. Es ist nur für euch so ein Anhaltspunkt, da ist das Kreuz und es ist fast echt noch zu dick, und ich versuche wirklich alles, um diesen Strich noch ein bisschen dünner zu bekommen. Aber im Endeffekt sieht man da nicht mehr viel. Dann suche ich mir zwei ganz feine Pinsel raus und habe mir meine Farben natürlich angefeuchtet, und jetzt geht es los und ich male innerhalb von der Umrandung dieses Kreuzes einfach nur verschiedene Arten von Blättern und Ranken. Es bleibt euch frei, andere Muster zu nehmen. Manch einer mag es vielleicht mit kleinen Blumen ausfüllen, ein anderer mag es vielleicht mit Sonne ausfüllen oder mit, ach, ich habe keine Ahnung, mit kleinen Fischen, alles möglich. Ich nehme hier jetzt kleine Ranken und Blätter. Die Idee habe ich tatsächlich auch auf Pinterest gefunden. Man mag es mir verzeihen. Ihr habt da jetzt schon gesehen, ich habe verschiedene Ranken verteilt, und jetzt mache ich noch mal sowas, das sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein Palmenblatt, würde ja auch gut passen, ne, zu Ostern, und auch die verteile ich in den Lücken, und ganz am Ende verteile ich noch einzelne Blätter. Ja, und ihr könnt natürlich jetzt gerne erstmal zuschauen. Ja, der Pinsel, den ich hier benutze, das ist ein Schriftenpinsel von Bösner, super fein. Kann euch jedem nur empfehlen, euch so einen Pinsel anzuschaffen. Also die sind wirklich Gold wert, und so einen braucht man immer. Für irgendwelche feinen Linien ist der goldrichtig. So, nun habe ich das Kreuz für meinen Geschmack reichlich mit Blättern verziert, und jetzt setze ich einfach nochmal in die leeren, freien Stellen ein paar Punkte, um das Ganze noch ein bisschen mehr miteinander zu verbinden. Und ja, dann kommen gleich noch
3 kleine Herzen ins Spiel und dann ist die erste Karte im Grunde schon fertig. So, für die zweite Karte schnappe ich mir ein Osterstempelchen und meine Farbe und setze den sozusagen erst einmal unten dran. Und zwar soll der gleich sozusagen in einem Hügel sein, dieser Stempel. Auch hier male ich mir jetzt mein Kreuz auf. Das hat ein bisschen nicht so eine leicht geschwungene Form, sondern wirklich strikt und gerade. Und auch diese könnte ich jetzt schon so lassen, die Linien, aber auch die radiere ich ein bisschen weg, weil ich gleich freihand nochmal mit dem Feinliner rüber mache. Aber ich wollte schon die Grundform stehen haben, so dass ich dann nicht total verwackeligtes Kreuz mir dahin male. Ne? Also wer möchte, kann dieses Kreuz gleich mit dem Feinliner malen. Ich wollte das auf jeden Fall freihand machen. So, jetzt mache ich mir erstmal einen Rahmen auf dem Papier. Wie immer muss ich aufpassen, dass ich nicht mit den Handrücken reinhusche. Das passiert mir immer ganz schnell. Und jetzt male ich das Kreuz. Da habe ich schon wieder so ein bisschen verwischt. Kriege das aber noch wegradiert. So, und jetzt male ich das Kreuz eben, was ich eben so schön akkurat hingemalt habe, so ganz schnell per Hand nach. Und das wollte ich gerne so haben. Aber wer es lieber akkurat mag, macht es natürlich ganz akkurat. Aber da ich jetzt eine bestimmte Technik anwende, verschwimmt das gleich mit diesen Linien. Und zwar mache ich jetzt hier neurografische Linien, so eine Art neurografische Linien darüber. Es ist nicht ganz original, aber es ist so angewandt. Es sind einfach leicht geschwungene Linien, die nicht gerade sind, die ein bisschen organisch sind. Und ihr werdet das nachher sehen, wenn ich das Bild fertig habe, wird es keine scharfe Ecke mehr geben. Also jetzt habe ich zum Beispiel noch die Ecken vom Kreuz noch freistehend. Das wird nachher noch verschwinden. Das zeige ich euch dann noch, was ich meine. Und dann geht es gleich daran, wenn ich soweit denke, okay, ich habe genug Linien gesetzt für mich, dass ich alle Kreuzungen, die sich auf diesem Bild jetzt befinden, abrunde. Ja, ihr könnt das hier schon mal erkennen. Es kommt dann gleich nochmal in etwas größer. Ich runde die Kreuzung ab, so dass die inneren Formen, die entstehen, alle ein bisschen organischer und rundlicher werden. Und das ist eine wunderbare Arbeit, um sich zu entspannen. Man muss nämlich jetzt so Stückchen für Stückchen vor sich hin malen. So, ich mache es jetzt nochmal größer, damit ihr es besser seht. Diese Kreuzung wird abgerundet und der Innenteil wird ausgemalt. Ne? Und so mache ich das mit allen Kreuzungen, wo sich Linien treffen. Und ab und zu setze ich auch nochmal, so wie hier, jetzt eine neue Linie dran. So, nun habe ich alle Kreuzungen schön rund gemacht. Ihr werdet jetzt nichts mehr finden, was noch eine scharfe Ecke hat. Und nun beginne ich einfach mit den Farben zu schwelgen und es auszumalen. Wichtig ist auch hier, es gibt wieder eine Regel beim neurografischen Malen, dass ihr nicht einzelne Felder in unterschiedlichen Farben anmalt, sondern dass die Farben über mehrere Felder hinweg fließen. Und ihr werdet das sehen, ich werde hier immer die ein und dieselbe Farbe über 2, 3, 4 Felder hinweg malen. Ja? Und wenn es große Felder sind, dann lasse ich die Nachbarfarbe auch ein bisschen hineinschwimmen. Meine Idee war es schon,
von innen nach außen her das Kreuz leuchten zu lassen. Deshalb habe ich mit dem Gelb angefangen. Die Grüntöne sind auch mehr in dem erdigen Bereich unten anzufinden. Und der Himmel bekommt jetzt so die klassischen Farben, die ab und zu im Himmel zu sehen sind, nämlich diese ganzen Orange-, Lila-, Blautöne, leichte Rottöne und ja, aber das bleibt euch überlassen, wie ihr das gestaltet. Vielleicht mögt ihr auch gar nicht so bunt werden, sondern das so ein bisschen Ton in Ton dann ausmalen. Auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Da könnt ihr ganz frei sein in euren Entscheidungen, was ihr für Farben nutzen möchtet. Das Ganze lässt sich natürlich auch wunderbar mit Aquarellmalstiften gestalten, ne? Also eigentlich, oder auch nur mit Buntstiften funktioniert das auch gut. Schön ausmalen und dann die Felder verziehen. Da ich ein wenig über die schwarzen Linien gemalt habe, ziehe ich die jetzt nochmal nach, denn manche Farbe sieht man doch, dass die auf dem Schwarz aufsetzt, und so kann ich jetzt einfach nochmal ein bisschen das Ganze intensivieren, die Striche manchmal auch nochmal ein bisschen dicker machen, wenn ich möchte. Ja, und hier setze ich jetzt innerhalb des Kreuzes in die Farbfelder einfach nochmal eine goldene Umrandung, nur damit das dann einfach auch nochmal ein bisschen hervorsticht. So, ihr Lieben, ich habe meine Karten aufgeklebt und sie sind beide, finde ich, auf ihre Art schön. Wer es lieber schlichter mag, no, nicht jeder ist für knallbunt oder so, dem
kann ich das hier nochmal ans Herz legen. Ich habe nochmal ein bisschen die Schrift schattiert mit einem Bleistift. Das fand ich noch so ein bisschen, ja. Es bleibt euch natürlich frei, das Kreuz mit anderen Mustern zu versehen. Ihr könnt da kleine Eier reinmalen, ihr könnt kleine Blumen reinmalen, ihr könnt das auch mit einfach zum Beispiel irgendwelchen Doodle-Mustern versehen, also sprich zum Beispiel so Querstrichen einfach machen in verschiedenen Arten oder. Das ist jetzt hier nur eine Idee, die habe ich tatsächlich auch bei Pinterest gefunden, habe sie jetzt ein bisschen abgewandelt, aber ja, finde ich auch sehr schön. Ne? Wer es ein bisschen bunter mag, für den ist das hier vielleicht das Richtige. Und nochmal ein bisschen mehr in Farben schwelgen, in den Aquarellmalfarben. Ne? Auch hier hatte ich erst überlegt, ob ich das Kreuz von außen her noch Schatten setze, aber dann wäre es mir ein bisschen dunkel geworden und daher habe ich mich dafür entschlossen, das Kreuz ein bisschen eher mit diesem Goldstift jetzt noch so ganz zart hervorzuheben. Ja, fällt vielleicht erst auf den zweiten Blick auf, dass da ein Kreuz drin versteckt ist in dem Muster, aber ist ja vielleicht auch nicht so das Schlechteste, ne? So, hier habe ich halt meinen Stempel benutzt, den hatte ich fand den ganz schön mit der geschwungenen Art zu diesen geschwungenen Linien. Das ist ja so diese neurografische Art, ne? Was wichtig ist, wenn ihr das ausmalt, damit es ein bisschen schöner wirkt, macht es nicht so mosaikmäßig, das heißt, ein Feld so eine Farbe, ein Feld so eine Farbe, ein Feld so eine Farbe, sondern lasst die Farben auch ein bisschen, so wie ich es gemacht habe, über mehrere Felder fließen. Ja, das wirkt einfach am Ende harmonischer. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.